Bevor wir gleich durchstarten, würde ich einmal noch mal kurz die Methode erklären. Ist für euch im Zweifel ja auch neu und ich will hier gar nichts unbedingt voraussetzen. Die Story Map ist eine zweidimensionale Matrix, so ein Gerüst, in das wir nachher rein diskutieren. Die erste Dimension, die X-Achse, ist im Prinzip eine vereinfachte Darstellung der Customer Journey. Wir nennen das auch Backbone. Das sind die einzelnen Blöcke, durch die der Nutzer, die Nutzerin, wenn er oder sie die Plattform nutzen möchte, durchlaufen wird. Die zweite Dimension sind tatsächlich die Inkremente. Also wir sehen hier schon MVP, Version 1.0, Version 2.0 etc. Und ganz unten noch einen Ideenparkplatz für später. Und wir wollen quasi uns überlegen, welche Qualität, welchen Feature-Anteil etc. hat die Customer Journey im jeweiligen Schritt, im MVP, nachher in der 1.0, nachher in der 2.0. So können wir eben ganz gezielt diskutieren, wann wir in welchen Teil der Journey wie viel Aufwand investieren möchten. Und wie gesagt, die allgemeine Prämisse ist natürlich, dass wir beim MVP insgesamt den Aufwand reduzieren wollen. Aber die Journey für den Nutzer, die Nutzerin muss natürlich trotzdem stimmen. Und wir sehen, wie sich die Journey von Inkrement zu Inkrement weiterentwickelt und verbessert. Markus, eine Frage. Das habe ich grundsätzlich verstanden. Allerdings mit dem MVP oder MVP tue ich mir noch ein bisschen schwer. Was bedeutet das? Guter Punkt, das ist eine Abkürzung, habe ich nicht eingeführt. Minimum Viable Product. Das ist quasi das erste Inkrement, das wir auf den Markt bringen, mit dem wir lernen, mit dem wir testen, ob unsere Annahmen valide sind. Und die Idee ist eben, dass wir noch nicht allzu viel Invest tätigen müssen, um in diesen Lernmodus zu kommen, sondern wirklich mit dem Bare Minimum, mit der Kernessenz des Produktes validieren, ob unsere Annahmen, die hier drin stecken, funktionieren oder nicht. Also quasi ein Prototyp, oder? Ganz genau, man könnte auch sagen, ein Prototyp. Und das ist notwendig auch gar nicht unbedingt ein technisch hochwertiger Prototyp, wenn wir es quasi nur schaffen, diese Customer Journey, die Experience aus Kundinnensicht so nachzustellen, dass der Mehrwert, den wir mit dem Produkt eigentlich abzielen möchten, erreicht wird, dann kann das auch durchaus erstmal auch ein technischer Prototyp sein. Genau, dann fangen wir als erstes mit dem Backbone an, mit der Customer Journey. Was wäre denn der erste Schritt, den wir tatsächlich implementieren müssten? Also da würde ich direkt sagen, dass wir erstmal einen Crawler bauen müssten, um quasi die verschiedenen Social-Media-Plattformen nach Influencern zu durchsuchen. Insbesondere Instagram und TikTok wären da, glaube ich, relevant. Was ist denn ein Crawler? Ach so, ein Crawler ist einfach ein Bot, mit dem wir automatisiert die Social-Media-Plattformen durchsuchen können und uns dann die Daten für unsere Datenbank automatisch runterziehen können von den Plattformen, ja. Aber da würde ich jetzt schon doch noch mal gerne drauf eingehen, weil das ist ja quasi wie so ein Datenstaubsauger. Das heißt, wir saugen von der ganzen Welt, von allen Plattformen die Daten ab. Also nur mal so, also das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach rechtlich umzusetzen. Also ja, Robin, ja, das ist eine spannende Feasibility-Frage. Ich glaube, das können wir hier ad hoc aber nicht klären. Ich würde das gleich mal mit Priorität auf unsere Learning-List schreiben, dass wir das schnellstmöglich umsetzen. Aber ich glaube, hier im Workshop schaffen wir es nicht, das jetzt im Detail zu diskutieren. Da haben wir einfach nicht die richtigen Experten hier am Tisch. Robin bringt hier wieder seine Bedenken zum Ausdruck. Ich habe mich dazu entschieden, diese vom StoryMap Workshop abzugrenzen. In dieser Stakeholder-Konstellation könnten wir das Problem nicht lösen. Wir würden uns nur gegenseitig verunsichern. Somit würde die Implementierung der Idee psychologisch wieder auf Distanz geschoben werden. Lieber die richtigen Stakeholder aktivieren, das Problem analysieren und eine pragmatische Lösung finden, als diesen Workshop dafür zu zweckentfremden. Super, das ist der Crawler. Was kommt als nächstes? Was ist Schritt 2 auf der Plattform? Wir brauchen ja erstmal die Informationen von den Influencern, also dass wir die Influencer suchen. Ich schreibe es gerade mal auf. Eine Influencer-Suche mit einbeziehen und dass wir dann vielleicht schon an nächster Stelle die Profile erstellen. Also welchem Thema arbeitet der Influencer zu? Also für welche Branche könnte es interessant sein, dass wir Informationen dann wirklich auch in ein Profil überarbeiten. Ich schreibe es mir eben auf. Erst die Suche.
Und dann die Profile. Was kommt als nächstes? Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, könnten wir doch jetzt eigentlich in die Kampagnenplanung einsteigen, richtig? Muss nicht auch erst noch bezahlt werden? Ja, also ich finde, dann an nächster Stelle sollten wir uns eher überlegen, wie ist das Zusammenarbeitsmodell zwischen den Mikroinfluencern und dem Kleinstunternehmen? Also wie werden die Mikroinfluencer auch incentiviert, dadurch, dass sie Marketing machen für den Kleinstunternehmen? Das heißt, ich habe gehört, Zusammenarbeitsmodell, Bezahlung und Kampagnenplanung. Ist das die Reihenfolge? Ja. Wahrscheinlich ist das sinnig, richtig. Müsste dann das nicht aber auch nochmal also müssen wir nicht auch noch Verträge aufsetzen eigentlich mit denen? Ist das nicht auch noch ein Schritt, der fehlt? Also zwischen den Influencern und dem KMU oder dem Kleinstunternehmen? Genau, das hatten wir, glaube ich, auch gehört in den Interviews, dass es auch eine Dienstleistung ist für die Kleinstunternehmen. Die haben im Zweifel auch gar nicht diesen Legal Background, dass wir ihnen helfen, so ein Rahmenframework für den Vertrag mitzugeben. Das heißt, wir hatten jetzt, glaube ich, Bezahlung, vielleicht schreibe ich es mal mit, Bezahlung. Das ist quasi der Schritt, bei dem das Kleinstunternehmen, also unser direkter Kunde, dann Geld an uns bezahlt. Dann hatten wir das Contracting. Und dann haben wir aber natürlich auch noch die Kampagnenplanung. Der erste Teil des Backbones schien noch recht übersichtlich und linear. Je weiter wir aber in der Customer Journey voranschreiten, desto unklarer wird es irgendwie. Welche Schritte gibt es da genau? Was gehört zusammen und in welcher Reihenfolge muss was passieren? Das Verständnis und die Diskussionen gehen in solchen Situationen dann häufig schnell auseinander. Hier habe ich deshalb bewusst wieder selbst das Schreiben übernommen, um keinen Gedanken zu verlieren und die Diskussion stärker zu strukturieren. Das zwingt die Gruppe wieder in ein gemeinsames Verständnis oder zumindest in eine konkrete Diskussion, bei der alle in die gleiche Richtung schauen. So können auch Entscheidungen, zum Beispiel die Reihenfolge der Schritte, zugespitzt und getroffen werden.